Hallo zusammen zurück aus der Mittagspause. Wir sind bei Green Tech Live. Ich bin Jochen Siegle. Ich bin Bela Godehard. Ich war heute Morgen schon mal kurz dabei. Genau. Und wir haben eigentlich für jetzt eine Schalte nach Australien geplant zu einem Projekt, das uns ganz, ganz am Herzen liegt. Es geht um das Samenpflanzen oder das Baumpflanzen per Drohne. Da gibt es eine ganz tolle Firma in Australien. Leider klimabedingt ist das Thema der Stunde nicht nur Energieeffizienz und Ukraine, sondern einfach auch in Australien gibt es im Moment Überschwemmungen tatsächlich nach Waldbränden. Genau. Andrew hat fest zugesagt, dass er hierher kommt. Er muss nach Sydney und sich um seine Familie kümmern, die tatsächlich dort evakuiert werden müssen. Also auch dort Zustände dramatisch. Beste Grüße, all the best to Australia, to Andrew, if you hear us. I doubt it, but yeah, nevertheless. Bela hat sich viel Mühe gegeben, weil wir im Vorfeld auch schon mit Airseed, wir haben mal was gemacht, auch bei unserem Blog, bei unserem Podcast. Genau. Bela hat sich vorbereitet mit dem Thema und erzählt uns ein bisschen was. Airseed wird das nächste Mal dabei sein, feste Zusage. Bela, du hast dich eingefuchst ins Thema. Ja, so ein bisschen. Ich habe versucht, mal einen Überblick geben zu können. Ja, Australien. Überschwemmungen, hast du gerade schon gemeint. Hätte man jetzt auch nicht gedacht vor einem Jahr, als noch irgendwie riesige Waldbrände dort gab, wo insgesamt dann mehr als 7,7 Millionen Hektar Buschland zerstört wurden. Und normalerweise ist es in der Natur so, dass sie sich nach kleineren Buschbränden automatisch regenerieren kann. Aber bei solchen Größen ist das schon schwieriger. Genau. Und seit diesen Klimakatastrophen in den letzten Jahren ist auch echt so ein Ruck durch die Bevölkerung gegangen. Und es gab ein Umdenken von der Gesellschaft, weil früher waren viele Australier, ja, sagen wir mal, eher in der Richtung der Klimaleugner. Und das ist mittlerweile echt anders geworden. Es sind Rufe nach erneuerbaren Energien, grüner Technologie, grüner Technik. Genau, und hier kommt auch Andrew Walker ins Spiel. Der hat 2019 die Firma Airseed mit seinem Partner gegründet, welche mithilfe von Drohnen Aufforstung betreiben. Genau, weil Australien war auch schon vor den ganzen Klimakrisen immer ein Abholzungs-Hotspot und um das zu ändern, versucht er gerade sein Bestes. Für einen Spieler starten wir, wenn wir starten. Genau. Ja, genau. Wir können jetzt einfach mal ein paar Bilder zeigen auch von der Webseite, Videos beispielsweise. Haben wir da auch ein paar organisiert, wo man einfach schon mal einen kleinen Überblick bekommt. Genau, so sieht es nach einem Waldbrand aus. Einfach nicht sonderlich schön und ein großes Artensterben findet auch statt. Und dann kommen halt solche Drohnen zum Einsatz. Genau. Weißt du, ob das konventionelle Drohnen sind oder sind wahrscheinlich speziell präpariert, weil die ja auch die haben auch so einen Mechanismus, wo man den Samen im Boden einpflanzt? Ja, Andrew Walker ist ja auch Ingenieur und der hat, die haben die extra dafür entwickelt und die sind extra dafür ausgelegt. Genau, und diese Drohnen können bis zu 25 Kilogramm Samen beladen, um die dann auszufliegen. Und diese Samen stecken in Hülsen, welche präpariert wurden und so Nährstoffe für die Pflanzen enthalten, aber auch verhindern, dass Tiere diese Samen fressen. Das heißt, die werden nicht einfach abgeworfen, nur die Samen, sondern die werden dann wirklich so ein bisschen in die Erde eingeführt. Das ist nicht so, dass man den Samen nur abwirft? Doch, ich glaube schon, aber dadurch, dass er halt nicht von den Tieren gefressen wird, tut er sich dann selber über die Zeit einlagern. Mhm. Genau, also ich kann auch mal kurz die Unterschiede zu den traditionellen Wegen aufzeigen. Und zwar irgendwie in dem traditionellen Weg findet das Ganze ja erstmal in der Baumschule statt, dass der Setzling in der Baumschule wachsen muss. Und dann wird er auf gekühlten Transportwegen zu den Einsatzorten gebracht, wo die Samen dann, beziehungsweise die Setzlinge von Menschen eingepflanzt werden. Und das ist einfach alles sehr zeitaufwendig und man braucht viele Menschen, die da mithelfen. Und selbst dann schafft man nur 800 Setzlinge am Tag zu pflanzen, so circa, mal hochgerechnet. Und die Drohnen sind da deutlich effizienter? Ja, auf jeden Fall. Also das Ganze findet in 4 Steps quasi statt, so diese Pflanzung von Andrew Walker. Und zwar ist es erstmal so, dass halt geguckt wird, wo wird gepflanzt, wo braucht man welche Samen. Und dann
werden diese in diese Hülsen gebracht, präpariert, wie schon gesagt, und dann auf die Drohnen beladen und ausgeflogen. Und im 4. Step findet dann die Überwachung und der Schutz dieser Samen und Setzlinge statt. Und das geht dann über 6 Monate wirklich und wird halt auch per Drohnen überwacht. Genau, und das Effiziente ist halt, dass so eine Drohne 40.000 Samen aussehen kann und ein Pilot einfach 5 Drohnen gleichzeitig steuern. 5 Drohnen gleichzeitig, Ja. wow. Und das heißt, er hat dann einen riesen Panel oder das ist ziemlich stressig, der Job wahrscheinlich? Ja, wahrscheinlich 5 Displays irgendwie, 5 Monitore und dann, weiß nicht, ich kann es mir auch nicht vorstellen, genau, Weißt wie das funktioniert. du, ob aber- die vor Ort dann wirklich auch sein müssen? Müssen die ganz nah in der. Also es gibt ja auch Drohnen, die wirklich über ganz remote steuerbar sind, aber es ist so, wegen mir in dem Footage, wusste ich nicht, ob wir sehen konnten. Die Drohnenpiloten sind auch wegen mir mit vor Ort? Das weiß ich nicht ganz genau, wie vor Ort sie sind. Wie weit die Reichweite ist? Genau, das müsste man jetzt ihn Okay. selber fragen, das kann ich Er nicht rausfinden. ist nächstes Mal dabei, wir werden es Genau. erfahren. Aber ja, diese Drohnen, sagt Andrew Walker oder das Team sozusagen, dass sie auf jeden Fall 95% schneller sein sollen, als diese herkömmliche Weise, Bäume zu pflanzen. Und ich sag mal, die gibt es ja schon eine Weile jetzt auch und die sind, ich sag mal, sehr bekannt auch. Gibt es schon so eine Zwischenbilanz, wie viel Tausende oder Bäume haben die gepflanzt? Ja, wie gesagt, die gibt es auch erst seit 2019, aber dafür haben sie, finde ich, schon echt was erreicht. Und zwar haben sie in Australien beispielsweise schon 150.000 Bäume gepflanzt, was schon erachtlich ist. Und sie sind auch in anderen Ländern aktiv? Genau, in Südafrika beispielsweise sind sie auch aktiv. Da haben sie auf 10 Hektar 10.000 Samen schon gepflanzt. Und genau, das Ziel ist halt einfach, den Klimawandel zu bekämpfen und diese Biodiversität, die am Zerfallen ist, aufzuhalten. Ja. Ja, also nochmal, super spannendes Projekt. Vielen Dank, dass du dich ein bisschen drum gekümmert hast. Ja, Es ist jetzt leider so, dass wir nicht nach Australien schalten können. Liegt uns, glaube ich, beiden am Herzen einfach dieses Thema. Absolut. Und ich sag mal, was gibt es für ein besseres Beispiel wegen der Aufforstung? Im letzten Jahr hier Waldbrände ohne Ende, jetzt Überschwemmungen. Wir hatten es hier im Ahrtal. Also wir merken irgendwie, die Zeit ist reif, wir müssen was tun. Wir müssen unser Verhalten und unsere Einstellung mit den Ressourcen und mit dem Klima verändern. Bela, ganz herzlichen Dank. Andrew, thanks again. In case you are listening to this broadcast, all the best to you and your family. I hope the floods won't be too damaging for you. Okay, Bela, dir herzlichen Dank. Nächstes Mal machen wir es live mit dem Andrew. Ja. Und wir machen nochmal eine ganz kurze Pause und dann kommt zu uns hier die Katrin Hemminger und der Adrian vom InnoPod und wir sind natürlich gespannt, was da passiert ist im letzten Jahr. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder da.